Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea, und heute zeige ich dir, wie du diese Randmaschen stricken kannst. Diese Art von Randmaschen passen wunderbar zu einem Schal oder einer Decke. Sie rahmen deinen Schal oder deine Decke wunderbar ein. Ich habe diese Randmaschen zu verschiedenen Strickmustern gestrickt und sie kommen auch bei jedem Strickmuster etwas anders zur Geltung. Am besten gefällt es mir jedoch, wenn es krausrechts gestrickt ist. Ganz unten habe ich das Perlmuster gestrickt. Der Rand hier ist sehr schön und gerade geworden, sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite. Mir gefällt zu diesem Strickmuster der Rand sehr gut, aber der einfache Knötchenrand passt hier fast noch besser dazu. Ein Video zum Perlmuster inklusive dem Knötchenrand verlinke ich dir natürlich in der Videobeschreibung. Als nächstes habe ich hier ein Stückchen glatt rechts gestrickt. Die Seiten rollen sich wie bei diesem Strickmuster üblich etwas ein. Wenn man genauer schaut, ist hier meine linke Seite etwas lockerer geworden als die rechte. Und wenn man es umdreht, sieht man wunderbar zwei Fehler, die mir passiert sind. Da hat das Handy geläutet da unten und da oben ist der Postbote gekommen. Also auch wenn diese Randmaschen einfach zu stricken sind, sollte man doch etwas aufpassen. Und zum Schluss habe ich hier krausrechts gestrickt und da kommen diese Randmaschen so richtig toll zur Geltung. Das gefällt mir richtig gut. Also das ist wieder die Vorderseite und die Rückseite. Auch hier gefällt es mir sehr, sehr gut, wie es aussieht. Jetzt hol dir doch geschwind deine Stricknadeln und stricke gleich mit mir mit. Ich habe mir hier schon ein paar Maschen angeschlagen. 12 sind es, wenn ich richtig gezählt habe. 2 Maschen davon brauche ich für die Randmaschen, also eine rechte und eine linke. Das sind meine Randmaschen und mehr brauche ich dafür nicht. Und ich werde in krausrechts stricken. In der ersten Reihe, also das ist eine Vorbereitungsreihe, geht es etwas anders und dann geht es eigentlich immer gleich weiter. Es gibt immer eine Vorderseite und eine Rückseite. Das hier ist die Vorderseite, das kannst du dir merken. Hier ist der Anschlagsfaden und deswegen ist das die Vorderseite. Ich beginne mit der Vorbereitungsreihe. Ich hebe mir die erste Masche einfach nur ab, also ich gebe mir den Faden nach vorne, Finger nur vorne. Ich hebe mir eben die erste Masche wie zum Linksstricken ab und mache einen Umschlag. Das geht später in einem, also entweder du hebst die ab und machst dann einen Umschlag oder du hebst die ab, Moment, schauen ob es geht, oder du hebst die eben ab und legst den Faden gleich mit drauf. Hauptsache, du hebst die eben so ab mit dem Faden nach vorne und dann kommt ein Umschlag drauf. Dann habe ich hier statt einer Masche 2 Maschen und stricke alle weiteren Maschen rechts. Also hier habe ich die erste abgehobene, der Umschlag und dann stricke ich alle weiteren rechts. So, eine ist noch. Hier ist es eben anders. Hier stricke ich die letzte, nicht die erste, rechts. Das war die Vorbereitungsreihe und jetzt geht alles anders. Jetzt haben wir hier eine Rückreihe. Das siehst du, indem der Faden hier hinten ist. Ich werde wieder das gleiche machen. Ich hebe mir hier die erste ab mit dem Faden davor und einen Umschlag danach. Dann stricke ich alle Maschen rechts und den Umschlag mit der Masche links zusammen. Gut, also ich gebe mir wieder den Faden nach vorne hin, hebe mir die ab mit Umschlag oder erst abheben und dann einen Umschlag machen. Das ist das gleiche, nur so geht das schneller. Also wenn du eben die Masche abhebst und gleich den Umschlag drauflegst, hinunterheben, festhalten, alle Maschen rechts stricken bis auf
die letzten 2, also alle Maschen recht strecken. Na, das ist die Kamera. Und hier sind die letzten 2, der Umschlag und die letzte, und die stricke ich links zusammen. So, ich ziehe noch ein bisschen herum und das war die Rückreihe. Jetzt kommen wir wieder zur Hinreihe und da mache ich fast das gleiche. Ich hebe wieder hier die erste mit Faden nach vorne und Umschlag danach ab und dann stricke ich alle rechts und die letzten 2 stricke ich diesmal rechts zusammen. Das ist auch der einzige Unterschied zwischen den 2 Reihen. Einmal stricke ich die Maschen rechts zusammen und einmal links. Also die erste einfach nur abheben, mache einen Umschlag mit und dann alle Maschen rechts stricken. Und hinten den Umschlag und die letzte Masche nicht links, sondern rechts stricken. Also die stricke ich zusammen. So, das waren die 2 Reihen. Man sieht jetzt noch nicht so viel von diesen Randmaschen. Jetzt kommt wieder eine Rückreihe. Ich hebe wieder das Ganze mit Umschlag davor ab. Alle Maschen in Schnelldurchlauf rechts. Dann kommen die hinteren 2 und die stricke ich links zusammen. Und falls du dir denkst, hier nimmst du irgendwas zu oder nicht, nein, wir machen das alles nur mit den Randmaschen. Hier das Muster wird nicht angegriffen, da wird nichts verschoben. Die Masche, die wir zunehmen, nehmen wir dann auch wieder ab. Das ist eben die Hinreihe, die stricke ich dann wieder rechts. Und dann komme ich wieder zu diesem Umschlag und den nehme ich wieder ab. Würde ich den nicht abnehmen und hier den strecken, dann würde ich eine Masche hier zunehmen und das Muster würde sich verschieben. Hier stricke ich die wieder rechts zusammen. Und wenn ich ein paar Reihen mit meiner apfelgrünen Wolle hochgestrickt habe, sieht das so aus. Die apfelgrüne Wolle sieht wahrscheinlich nicht nach Apfelgrün aus, weil wir haben noch immer tiefstes Winterwetter hier. Also bei uns schneit es gerade so richtig. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank auch für deine Unterstützung und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Andrea.